Herzlich willkommen zu meiner heutigen Gravel-Tour. Im folgenden Video fahre ich die Osterhornrunde, eine der beliebtesten und sicher schönsten Mountain- und Gravelbike-Touren im nördlichen Salzburg. Die Route führt mich über 104 Kilometer und 1800 Höhenmeter von Salzburg aus mitten durch die Osterhorngruppe. Dabei geht es durch wunderschöne Täler und Schluchten, entlang an herrlichen Bächen bis hin zum Seewaldsee. Ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Zusehen. Wieder mal richtig schön hier rauf. Ja, aber was ich merke, die Pumpe geht. Also ich hoffe, ich schaffe die Runde heute. So, wir sind in Höhenwald angekommen. Das war jetzt die erste Steigung mit 250 Höhenmeter. Genau, jetzt geht es Richtung Hinterwinkel, Richtung Wiestal-Stausee und dann in die Struppklamm rein. So, inzwischen befinde ich mich schon in der Struppklamm. Heute wird es ja wieder mal spannend. Ich bin jetzt schon länger nicht mehr gefahren. Und da ich mich heute jetzt nicht ganz so fit fühle, werden die über 20% Steigung ganz schön anstrengend. Und hier befinde ich mich bereits auf der Schottervariante um den Hintersee. Genau, wir fahren da jetzt vorne rechts, da Richtung Lämmerbach. Wir sind jetzt einmal 500 Höhenmeter rauf mit einer Durchschnittssteigung von 12%. 10 Meter weiter und es ist steil. Dann haben wir jetzt einmal 16%. Es kommt noch eine Rampe. Echt hart da. Genau, an der Stelle bin ich im Mai durch Schneewände durchgefahren. War auch sehr schön. Am höchsten Punkt des heutigen Tages angekommen. Ist echt ein kleines Paradies. Bei mir geht es jetzt runter und zwar das Tal entlang. Man sieht eh ganz gut den Weg. Ein seltenes Schild. Ausgenommen Fahrradfahrer. Sehr gut. So, das schöne Eck verlassen wir jetzt wieder. Und zwar düsen wir runter am Ackersbach entlang. Genau, ist wunderschön.
Ich bin ja heute schon auf den Weg gespannt, denn im Mai waren da überall noch kleine Bäche, durch die man hat durchfahren müssen. So, wir sind im Tal angekommen, das man von oben schon gut gesehen hat. Ja, die Damen haben es auch sehr gemütlich heute. Also man kann sich im Moment vielleicht schwer vorstellen, aber im Frühling rauscht hier so richtig der Bach runter. Das ist ziemlich beeindruckend. Ja, momentan fließt da nur ein kleines Wässerchen. Umgeben von wunderschönen Felswänden. So stelle ich mir das vor. Genau, an der Stelle könnte man jetzt eben zur Bostalm fahren. Ich hoffe, das schaffe ich das Jahr auch noch mal. Stimmt, ich glaube, das bin ich das Jahr noch gar nicht gefahren. Jetzt fahre ich noch ein paar Meter davor, weil da gibt es noch eine nette Schlucht. Die zeige ich euch noch. Genau. Also 49 Kilometer sind es noch, ca. 800 Höhenmeter. Da fahren, glaube ich, jetzt mal 500 Höhenmeter rauf, Seewaldsee. Und hier haben wir nochmal einen letzten schönen Blick auf den Ackersbach. Ach ja, was ich noch fragen wollte eigentlich, was haltet ihr von Carbon-Laufrädern bei Gravelbikes? Mich würde es interessieren, ob ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt. So schaut jetzt der Anstieg aus. Der letzte lange für heute. Haben wir wieder 500 Höhenmeter. Da geht es jetzt rechts rauf, Seewaldsee. Ich freue mich schon, wenn ich oben bin. Das wird jetzt noch hart. Heute hat man zumindest mal echt eine Sicht auf den Dachstein. Nicht so wie damals, als wir die Salzkammer gut runtergefahren sind. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, durch die Schlucht da bin ich jetzt gerade runtergefahren. Jetzt geht es wieder gleich auf Schotter und jetzt wird es richtig steil. Ich will es ja nicht übertreiben, aber ein letzter Blick auf den Dachstein. Genau, der Abschnitt nach Seewaldsee rauf ist wirklich extrem schön. Man muss ein bisschen aufpassen wegen Steinschlag. Kommt schon hier und da mal was runter. Aber es ist wunderschön zu fahren da. Relativ schöner Weg. Was will man mehr? Wenn ich jetzt richtig liege, müsste das da der Drahtberg sein. Schaut jetzt zwar nicht ganz so aus, als ob man da leicht rauffahren könnte, aber da gibt es eine wunderschöne Straße rauf. Wahnsinnsausblick. Und wenn man oben ist am Bergplatz, ein kleiner Geheimtipp, weiterfahren, runter auf der anderen Seite. Da unten sind dann 2, 3 Almen. Die sind sehr, sehr gut. Wahnsinnskuchen. So, hier empfiehlt es sich zu schieben. So. Also, ich hoffe, ihr könnt es am Video sehen, wie schön es da ist.
Für mich echt ein Paradies. Im Hintergrund hört man ein bisschen die Kuhglocken. Eigentlich ziemlich kitschig. Ah ja, da sind die Kühe. Aber ganz ehrlich, wenn es so ausschaut, habe ich nichts gegen Kitsch. Jetzt gibt es endlich was zum Essen. Die erste Pause, 63 Kilometer, 62 Kilometer am Dachau. Jo, wird Zeit. Man merkt, dass der Riegel schon in Slowenien dabei war. Der hat sich schon in seine Einzelteile aufgelöst. Und jetzt geht's von Seewaldsee erstmal runter bis nach St. Koloman. So, genau. Für eine bessere Orientierung, das da ist der Heugöl und das da ist der Untersberg. So, mittlerweile müsste ich eigentlich in Kuchel schon angekommen sein, da wo ich jetzt gerade fahre. Links oben. Das ist so ein Brutplatz der, ich glaube, Waldschratten. Ui, ein Kätzchen. Ein Mini-Kätzchen. Herrlicher Weg hier. Und noch ein Kätzchen. So viele Kätzchen. Kätzchen. Hi. Und tschüss. Also ich muss mich noch mal korrigieren. Dieser eher recht hässliche Vogel heißt Waldrapp und ist eben vom Aussterben bedroht. Genau. Und das ist eben eine der Brutstätten, die es in Europa noch von dem Vogel gibt. Jetzt haben wir noch 23 Kilometer und geht eigentlich recht gut. Also heute in der Früh habe ich ja gedacht, ob das was wird, ob ich das nicht ein bisschen abkürze. Nö, jetzt habe ich es noch ein bisschen ausgebaut. Ach, okay. So, wir verlassen Buch und fahren an die Salzach. Und jetzt geht es auf Schotter 13 Kilometer rein nach Salzburg. Herrlich. Da kommen wir jetzt zur Königsseeache. Wenn wir Glück haben, hat die eine schöne Fahrt. Ja, hat sie heute. Hat sie heute. Und da bin ich auch schon wieder in Salzburg angekommen. Ich bedanke mich wieder bei allen fürs Zusehen und würde mich über einen Daumen hoch freuen und wenn ihr den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal, euer Grevelino.